In diesem Video gehen wir auf zwei neue Funktionen in Helo ein. Das sind zum einen die KPIs und zum anderen die Dashboards, in denen du dir die KPIs grafisch darstellen lassen kannst. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie du KPIs überhaupt erstellen kannst. Dafür stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. In der Dashboard-Übersicht gibt es dazu oben links einen entsprechenden Button, im KPI-Menü gibt es ebenfalls einen entsprechenden Button, aber so richtig cool ist die Option, direkt in deinen Berichten bestimmte Zeilen als KPIs zu definieren. Dafür fährst du in deinem Report einfach über die Zeile deiner Wahl, hier zum Beispiel Vertriebskosten, und wandelst diese mittels des Dreipunktmenüs in eine KPI um. Einmal kurz neu laden und dann legt diese Zeile und alle sich darunter befindenden Konten in unserer KPI-Übersicht ab. Was kannst du jetzt mit dieser Kennzahl anstellen? Zum einen kannst du dieses KPI nun in all deinen Reports einsetzen, indem du eine neue Zeile hinzufügst und dann den Punkt KPI auswählst. Zum anderen kannst du sie dir grafisch in deinen Dashboards anzeigen lassen. Dazu erstellst du im Dashboard deiner Wahl ein neues Widget, in dem du die Vertriebskosten als zugrunde liegende KPI auswählst. Wenn wir an diesem Beispiel einfach ein bisschen weiterarbeiten wollen, dann könnte es sein, dass wir die Daten nicht auf Kostenstellen heruntergebrochen sehen möchten, sondern einfach die monatliche Entwicklung unserer Vertriebskosten für das gesamte Jahr 2021. Im Anschluss können wir aus verschiedenen Typen für unseren Graphen auswählen oder auch diverse Filter setzen. Zum Beispiel können wir gewisse Zeiträume ausschließen, uns nur auf gewisse Kostenstellen oder bestimmte Debitoren-Kreditoren konzentrieren. Ganz so, wie du deine Grafiken dargestellt haben möchtest.